Haben uns angeguckt, ich sag, das kann doch nicht sein. Dann sagt Detlef, doch, hier, wenn du auf den Boden pustest, an der Seite, du findest kein Korn. Das ist verrückt. So, herzlich willkommen Leute, neue Folge Ernte-Vlog Nummer 3. Weizenreschen immer noch das Riesenstück hier, sind bald fertig, 10 Hektar sind noch. Heute ist Montag, 25. Juli. Hier ist so eine Sandlinse, sieht man auch auf der Ertragskartierung. Wir werden am Ende uns nochmal die Ertragskartierung zu Gemüte führen. Es ist verrückt, wie dieses Jahr Potenzialkarten und Ertragskartierung aufeinander passen. Das ist der Wahnsinn. So sieht das aus. Hier ein bisschen schlechtester Spot. 4,5 Tonnen. Da hinten kommt näher der beste Spot. Alles in allem sieht es doch ganz gut aus. Wir ernten zwischen 6 und 7 Tonnen, kann ich mit leben. Was aber allerdings, was ich sagen muss, wir haben keine Backqualitäten geschafft. Keine Backware, nur Futterware. Wir haben zu wenig Protein. In Spitzen haben wir mal 11,9 gehabt und oh. Fuchsbau. Also in Spitzen hatten wir 11,9, im schlechtesten 9,8. Einer meiner Nachbarn hat sogar unter 9, 8, das sind wahnsinnig schlechte Proteinwerte. Liegt vielleicht zum einen daran, dass dieses Jahr alle ein bisschen am Stickstoff gespart haben. Aber zum anderen liegt es vielleicht auch einfach daran, dass es bestimmte Witterungen gibt, die einfach etwas begünstigen und etwas nicht begünstigen. Und wenn du halt zur Kornfüllung vielleicht so eine Witterung hast, vielleicht dieses Jahr, weil wir große Körner haben, aber nicht entsprechend Protein nachgeliefert wurde oder eingelagert wurde, Protein gebildet wurde, kann ich mir so erklären. Vielleicht neigen auch einige Sorten mehr dazu. Also ich habe noch nicht alle Auswertungen nur von 2 Tagen gekriegt, von den ersten 2 Tagen. Ja, da kann ich noch nicht viel mehr zu sagen. Und ja, wir haben gerade eine Schale geschmissen, auch in so einer Zone hier. 6 Tonnen waren da, so 6,8 Tonnen, als wir rübergefahren sind. Und ich habe mich mit Detlef angeguckt, ist sehr unglaubwürdig. Detlef hat von der Seite reingeworfen, also das ist eine Schale, könnt ihr euch vorstellen. Halber Quadratmeter, glaube ich, ist das, oder ein Viertel Quadratmeter. Die wirft man da unter, muss ich euch noch mal zeigen. Dann sind da so einzelne Felder drauf. Ich habe von Schneidwerksbreite von 8 bis 10 Meter. Und in diese einzelnen Felder entsprechen sozusagen den Verlust. Da stehen die einzigen Kulturen drauf. Und dann dann nimmst du das Feld Weizen und dann hast du so ein kleines Karree. Das füllst du dann mit Körner aus, so nebeneinander gepackt, und kannst dann sehen, wie hoch deine Verluste sind, die du tatsächlich ausspuckst. Weil das sind ja nur digitale Werte. Versteht ihr? Der Verlust da und der Verlust vorne, der erste Balken, das sind ja nur digitale Werte. Und letztendlich musst du ja dem Computer sagen, der Wert, den du da hast und als hoch empfindest, das ist so und so viel Verlust. Also der Strich ist nicht mal ein halbes Prozent Verlust, den wir da eingestellt haben. Wir haben uns beide angeguckt, wir haben da 10 Körner in der ganzen Schale gehabt. Im Schwatt, im ganzen. Haben uns angeguckt, ich sag, das kann doch nicht sein. Dann sagt Detlef, doch, hier, wenn du auf den Boden pustest, an der Seite, du findest kein Korn. Das ist verrückt. Das ist sehr, sehr verlustarm. Also das würde so ungefähr 0,1 bis 0,2% Verluste entsprechen. Bei hier 6 km/h sind wir gefahren. 6 km/h. Also genau mit dem Einstellungsbild, was wir jetzt fahren, sind wir auch gefahren. Das ist verrückt, wie gut sich diese Maschine selber einstellt und optimiert. Du stellst auch den ganzen Tag an sich rum, muss man sagen. Das macht die gut. Man merkt das auch so letztens, wo man angefangen hat. Morgens die Druschbedingungen noch ein bisschen schwieriger. Das geht schwieriger raus. Die merkt das sofort, ändert ihre Einstellung, fährt ein bisschen aggressiver und dann nimmt die den ganzen Tag so ein bisschen die Einstellung runter. Rotor wird immer langsamer, je trockener das wird, damit sie weniger Bruchkorn erzeugt und einfach bessere Qualitäten schafft und weniger Dieselverbrauch. Wir haben jetzt, ich habe gestern getankt, 11,6 Liter auf dem Hektar Verbrauch. Bei Schwattablage muss man dazu sagen. Stroh würde ich noch als gerade so reif empfinden, also nicht überreif, sondern so der Punkt, wo man sagt, ja, jetzt ist der Weizen reif, jetzt kann es reinfahren. Also ist noch nicht brüchig, ihr seht ja selber.
die Strohschwade sind noch relativ gut. Also sind noch nicht, ist nicht dieses mürbe Rotorstroh, was man sonst kennt. Ist eigentlich eine sehr gute Strohqualität. Also alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Drescher, muss man sagen. Macht einen super Job. Was ich ab und zu ein bisschen sagen muss, der Monitor ist manchmal ein bisschen langsam. Das ist so ein Manko, was ich euch sagen kann. Also das ist so ein bisschen, und bei der Bedienung muss man manchmal, da muss man sich wirklich lange wieder durchfuchsen, bis man weiß, so, du gehst auf ein Setup und dann musst du gucken, was wolltest du jetzt irgendwo an der Maschine einstellen. Dann musst du da so ein bisschen durchblättern. So. Wisst ihr, was ich meine? Und dann, wo war denn das nochmal? Das ist natürlich eine Umgewöhnung. Das Fahren an sich hier hast du mega schnell drauf. Das ist super simpel, weil es ja auch relativ gut jetzt alleine einstellt. Da muss man ja nicht viel machen. Das ist super simpel, aber wie gesagt, der Bildschirm, ich bin mir auch sicher, da werden die in den nächsten Jahren jetzt sicherlich irgendwo mal ein Update bringen. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ansonsten funktioniert ziemlich super. Getreide, achso, ist voll. Wir haben jetzt gestern hier, das ist Elixir, dann haben wir die Reste ausgedrillt und waren dann beim Informer durchgefahren und KWS Kaitum. Das ist schon verrückt, Informer und KWS Kaitum. Also ich will nicht übertreiben, aber da stehen halb so viele Ähren wie hier, aber bringen denselben Ertrag. Das ist krass, wie viel diese Sorten mit der Ähre, mit Körner pro Ähre und Korngröße kompensieren. Das ist der absolute Wahnsinn, wie die das hinkriegen. Auch schwer, wirklich, wirklich schwer. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, hier den Raps herzunehmen. Ich mache 56 Hektar Raps dieses Jahr. Ist ein bisschen blöd. Wir müssen jetzt erstmal Stoppelsturz machen, beziehungsweise müssen jetzt erstmal den Boden hier einebnen, weil er ja so wellig ist. Ne? Da müssen wir jetzt ein bisschen was machen. Und danach werden wir Striptill-Verfahren machen, trotzdem. Weil die Ernährung da der Pflanze unten drunter mit so einem Gerasband, das ist einfach das Maß aller Dinge. Das zeige ich euch so, wie das ist. Obendrauf ist dann noch ein bisschen der Strohrest, was dafür sorgt, dass da so eine kleine Stickstoffsperre entsteht. Und unten drunter sind die Pflanzen einfach super versorgt. Das ist ja einfach so. Das ist das, was wir letztes Jahr festgestellt haben. Also wir haben zwar noch nicht jetzt das Ganze gedroschen, aber also waren wir nicht schlau. Ich muss ja einmal neu anschneiden. Das hätten wir einmal leer machen müssen. Klappen wir einmal den Arm aus. Müssen wir einmal leer machen. Genau, und deswegen werden wir jetzt hier einmal Stoppelsturz machen, 10 cm tief mit der Scheibenecke einmal durch und werden dann das Striptill durchziehen. Ich denke, das wird gehen. Der Boden ist zwar steinhart, aber wenn er da 10 cm vorgelöst ist, vor allen Dingen haben wir dann auch entsprechend ein bisschen Feinerde. Ich kann mir vorstellen, bei Striptill, den Bedingungen, könnte der Boden etwas klumpig sein. Und gerade Raps ist so eine feine Saat. Das ist eine ganz feine Saat, sag ich euch, Leute. Können wir da ein bisschen weiter hin machen, dann haben wir im Fahren nachher das ein bisschen einfacher vorne zu befüllen. Also mit der Tülle, wie ihr seht, guck mal, sehr geil. Kann genau mittig stellen, zack. Oder ganz ran, zack. Ist mega zum Befüllen. Entladeleistung bin ich auch sehr zufrieden. Also es geht auch sehr, sehr schnell. 126 Liter in der Sekunde haben wir gelesen. Man darf auch nicht vergessen, wir haben ja noch einer der kleineren Generationen der Drescher hier. Ne? Ist ja kein 10.90 oder ein anderer Riesendrescher. Von daher, was er macht als Tonne, ist absolut ausreichend. Für uns muss ich sagen, hier für den Sommer ist er fast zu groß. Wie gesagt, wir machen so schnell unsere paar Hektar hier runter. Und habe ich ja letztens schon mal erzählt, die Auslastung kommt bei uns eher dann mit Mais und Sonnenblumen zusammen und den Sonderkulturen. Gerade weil es auch schwierig ist, jemanden zu finden, der einen die Sonderkulturen dreschen will. Und ja, ich denke, der Drescher würde noch ein bisschen mehr Spaß machen, so mit 200 Hektar mehr im Sommer. Dann wäre das auch ein bisschen einfacher zu rechnen und zu sagen, oh, der ist schon gut. Aber unterm Strich ist er jetzt nicht viel billiger, als wenn ich das hätte machen lassen vom Lohnunternehmen. Aber ich habe halt eine bessere Einsatzsicherheit und gerade bei Sonderkulturen, habe ich ja, glaube ich, in der letzten Folge schon erklärt, ist es so, dass die dann schon so sagen, ja, komm, Getreide machen wir dir, aber für deine anderen Früchte such dir mal einen anderen. Und wenn du denn einen findest, der sagt dann vielleicht so, ja, du, wir gucken mal, wenn das denn reif ist und dann gucken wir uns das an, ob wir das machen. Das ist ja nichts, wo du sagst, ja, okay, darauf kannst du es machen oder jetzt das funktioniert. Deswegen von daher
war das schon wichtig. Und ich denke, jetzt in der aktuellen Zeit, man weiß nicht, was nächstes Jahr ist, wie ist die Verfügbarkeit von Teilen, von Maschinen, wie ist die Preisentwicklung. Jetzt habe ich die Maschine fix gemacht, habe meine festen Kosten für die nächsten Jahre und habe halt auch keine Preiserhöhung von Lohnunternehmen oder ähnliches. Ne? Die passen sich ja natürlich auch relativ schnell dem Markt an. So, das ist das, was ich meine hier, Leute. Der sieht schon ein bisschen anders aus, viel, viel größere Ähren. Das ist hier KWS Kaitom. Da ab den Streifen ist Informa. Na gut, wir sind jetzt hier in der Fahrgasse, auch noch ein schlechterer Spot. Aber ich denke mal, das wird gleich besser. Ne, wir sind gerade im Informa. Elixir, Informa, KWS Kaitom. Fahrgasse, darf man nicht vergessen, Fahrgasse. Ich habe gestern Abend schon mal ein bisschen auf Vertragskartierung geguckt, noch sieht man nichts. Was ich aber zum KWS Kaitom sagen kann, der sah so schlecht aus eigentlich das ganze Jahr. War gar nicht mehr zufrieden, hatte eine relativ verzögerte Jugendentwicklung und. Oh, hier waren die Schweine aber drin, mein lieber Mann. Hier die eine Stelle, sonst gar nicht, aber auch nur bei Informa, der scheint schmackhaft zu sein. Deutet auf einen höheren Proteingehalt hin, also auch die Tiere wissen meistens, wo sie die höchsten Nährwerte bekommen. Ich würde jetzt nicht gerne, also man könnte jetzt schneideffektiver machen und sagen, oh, die Ähren, die hebe ich da alle noch auf. Ist nicht immer die beste Maßnahme, weil gerade da, wo Schweine gewühlt werden, holen die auch immer öfter kleine Steine nach oben. Und die wollen wir uns nicht einverleiben. Deswegen beim Schweinewühlen ist immer ein bisschen blöd, muss man so liegen lassen. Das ist die einzige Stelle bis jetzt hier. Also sonst hatten wir gar keinen Wildschaden. Also ich wäre mir sicher, glaube ich, nach Raps hätten wir auch noch eine Tonne mehr geerntet, aber ich kann echt mit leben. Ich habe auch von einigen Nachbarn gehört, die haben auch teilweise einige Weizenschläge gehabt mit 4,5 Tonnen. Dann haben sie auch welche mit 7 Tonnen. Also scheine ich da schon im Schnitt zu sein. Sicherlich einige ernten wohl auf guten Standorten 9 Tonnen. Also es gibt Böden hier in der Gegend, die sind so, als wenn du die ganze Zeit wie bei mir so ein Wasserloch hast. Also so eine Senke, die immer sehr wassernah sind, die dann doch ein bisschen länger im Jahr Wasser führen. So, jetzt sind wir in KWS Kaitom. Ich bin auf dem richtigen Informa gespannt. Das war ja hier bloß jetzt ausgedrillt. Wollen wir mal gucken. Hier war ein bisschen weich im Frühjahr beim Gerestefahren. Ach, das ist noch wichtig. Das wollte ich euch noch erzählen. Das wollte ich euch noch erzählen. So viel zum Thema, habe ich gestern auch die ganze Zeit im Stream gelesen. Ja, mit den Rädern hast du jetzt aber viel mehr Bodenverdichtung als mit Raupe. Na, die Frage ist ja, hat man wirklich mehr Bodenverdichtung damit oder nicht? Oder ist man Raupe eigentlich ein bisschen verwöhnter oder sieht man eigentlich nur noch Raupen, weil die großen Mähdrescher keine andere Wahl haben wegen den Achslasten? Der Punkt ist, die Maschine wiegt so 18 Tonnen, 2,7 Tonnen wiegt das Schneidwerk, sind 20,7 Tonnen. Wenn der Korntank bis zum Anschlag voll ist, haben wir hier 8 Tonnen drin. Dann haben wir 27,5 Tonnen voll und sagen wir noch Diesel sind 28 Tonnen. 29,1. 29,1. 2,7. Ach, ist egal. Sagen wir 29 Tonnen. 29 Tonnen haben wir denn. Wir fahren hier im Frühjahr durch mit dem Güllefass. Das wiegt mit Befüllung und Schlitze 37 Tonnen. 37 Tonnen, 3 Tonnen werden weggestützt, haben wir 34 Tonnen auf dem Güllefass mit 800er Bereifung. Wir haben hier auch 800er Bereifung. Wir haben hier aber 38 Zoll auf dem Güllefass, nur 32 Zoll. Das sind Wahnsinnsunterschiede. Also, und jetzt haben wir trockene Bedingungen. Der Boden ist ja steinhart und im Frühjahr haben wir feuchte Bedingungen. Und wenn ihr hier mal seht, wir sind hier in dem Bestand mit dem Güllefass durchgefahren. Im Frühjahr mit der Schlitze, alle 9 Meter. Also da müsste was sein, da müsste was sein und dann kommt die nächste Fahrgasse. Man sieht absolut null. Null. Man sieht ganz wenige Stellen, wo man so denkt, ja, hier ungefähr von der Bahn, das könnte so sein, da sieht man ganz bisschen so. Aber in den meisten Fällen sieht man gar nichts.
Der Punkt ist da, viele verstehen nicht, wann ist der Boden wirklich anfällig für Bodenverdichtung. Und selbst wenn er hier ein bisschen feuchter ist, ist er nicht so anfällig wie ein Boden im Frühjahr ohne Bedeckung. Denn wir haben hier Wurzelelemente, wir haben hier Wurzel und Organik zwischen den Tonteilchen. Das heißt, diese Wurzeln schützen davor, dass die Tonteilchen sich ineinander schieben können. Das ist ja so ein bisschen der Unterschied, versteht ihr? Und im Frühjahr haben wir halt diese Bedingung nicht. Da haben wir halt abgefrorene Zwischenfrucht, abgestorbene Wurzelmasse, vielleicht blanker Boden nach Mais. Ne? Und das sind auch so die Punkte, wo sind Bodenverdichtung möglich und wo nicht. Also die Chance, dass wir hier Bodenverdichtung machen, ist viel, viel geringer als mit dem Güllefass im Frühjahr. Klar, mit der Raupe bist du absolut, als wenn du nicht drüber gegangen wärst. Aber es ist nicht so, dass das hier nicht vertretbar wäre. Versteht ihr? So, wir haben ja nun nicht das riesigste Schneidwerk und den riesigsten Drescher. Und genau, das ist so ein bisschen der Punkt. Das ist vertretbar hier. Das ist kein Weltuntergang, wenn das hier keine Raupe ist. Man stirbt davon nicht. Homogen steht da. Hier ist übrigens, das ist der Weizen nach Körnermais. Da vorne, wo das so ein bisschen bräunlicher ist, da war die Grenze. Das ist hier nach Körnermais Weizen. So, bis später. So Leute, weiter in unserem Vlog-Alltag. Was sehen wir hier? Doppelsturz bei Hannes, was ist da los? Wir haben uns diesen Boden leicht versaut im Herbst mit der Tigerdrill. Wir hatten Weizen gedrillt und hatten das bei der Tigerdrill einfach, dass die Räder mal gerollt sind. Dann haben sie eine Bodenwelle gemacht, sind rübergefahren, gerollt. Jedenfalls hatten wir richtig viele Wellen uns gemacht auf diesem Stück. Leider Gottes. Auf den und noch eins. Und das ist uns bei der Saat nicht aufgefallen. Bei der Saat war das alles schön glatt, sah gut aus. Ich war hier, habe nicht selber gedrillt, war hier, habe geguckt, sah gut aus. Und leider mussten wir dann im Frühjahr sehen, alter Falter. Das ist wellig ohne Ende. Und deswegen fahren wir jetzt hier rüber, müssen das doppelt stürzen, müssen das wieder einebnen. Und ja, Sven ist da mit der Scheibenecke zugange. Dann denke ich mal, einmal sollte reichen. Da sollten wir es wohl im Griff gekriegt haben. Vielleicht müssen wir noch einmal über Kreuz machen. Und dann Ganze kommt hier noch Striptill her und Raps. Normalerweise würde ich jetzt den Raps nur machen, indem ich hier einmal mit Striptill rüberfahre, Raps lege und fertig bin. Na gut, jetzt konnten wir uns ja nun nicht anders entscheiden. Nun mussten wir das ja so machen. Von daher werden wir sehen, wie wir hier verfahren. Ich kriege aber morgen jetzt hier noch ganz spontan einen Grubber zur Vorführung. Den gucken wir uns aber in der nächsten Folge an, glaube ich. Ich glaube, die Folge ist jetzt voll. Auf jeden Fall, GoPro ist auch voll. Das gucken wir uns in der nächsten Folge an und dann gucken wir, wie das geworden ist. Soll für die flache bis etwas tiefere Bodenbearbeitung sein, der Grubber. Ganz gespannt, wie der das so einebnen kann, wie gut der das hinkriegt. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das ist alles gut abgeschält hier. Ein paar Stoppeln stehen noch. Ein bisschen was steht noch. Ist natürlich schwierig, ist auch relativ hart. Hat zwar ein bisschen geregnet, aber nicht viel. Leute, in der nächsten Folge dann mehr. Dann werden wir sehen, wie es denn läuft. Bis dann. Ciao, ciao.